Hallo meine allerliebsten Hermines und Harrys. Wieder mal zu einer neuen Hack the Box Challenge. Und zwar dieses Mal mit der Challenge Obscure. Obscure ist eine Challenge, die jetzt nicht mehr als easy bewertet wurde, sondern auf Medium ungefähr steht. Und die hat mir jemand von euch empfohlen wieder mal. Und naja, es steht als Tag dabei Python und Kryptographie. Und ihr könnt euch denken, warum ich diese Challenge gemacht habe. Denn ich habe wahnsinnig Bock auf Krypto, ich mache das super, super gerne. Es gibt nicht umsonst über 100 Kryptographie-Videos von mir und natürlich musste ich diese Challenge dann angehen, ist klar. Eigentlich wollte ich eine andere Challenge machen, aber sei es drum. Ich hoffe, ihr habt auch hiermit Spaß. Es geht hauptsächlich um erstmal Web, dann Python, dann Krypto und dann natürlich noch ein bisschen Privilege Escalation, wobei die jetzt nicht allzu schwer war, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Vor allem der Krypto-Teil, der war einfach super cool. Allerdings werdet ihr wahrscheinlich auch wieder gemerkt haben, diese Box ist retired, natürlich. Und hier unten steht, da ungefähr sollte das ganze Video eigentlich stehen, dass das hier ein Sponsoring ist, dass dieses Video bezahlt ist. Und das will ich nochmal ganz kurz erläutern. Denn ich habe von Hack the Box nicht wirklich Geld bekommen, aber ich kriege von Hack the Box die Möglichkeit, gratis mir Retired Maschinen anzugucken und die mit euch zu teilen. Und das ist quasi unser Sponsoring. Wir machen hier mehr eine Kooperation. Wir planen noch sehr viel geilen Stuff, okay? Und ich stehe auch im Kontakt zu den Machern von den Boxen auf Hack the Box und da könnt ihr euch auf jeden Fall hoffentlich zumindest auf sehr, sehr coole Sachen freuen. Das heißt, erstmal nur Boxen, aber ich glaube, damit sind auch schon viele glücklich gestellt. Später, wenn es gut läuft, noch sehr viel mehr geilen Content. Also ja, macht sehr viel Spaß und die Leute sind auch super nett. Also wer Bock hat, einfach mal dort selber mal vorbeischauen, selber Challenges lösen, kann man nur empfehlen. Und das zweite ist, warum die Maschinen, die ich vorstelle, immer retired sind. Das war eine Frage von euch, die mir gestellt wurde, mehrfach gestellt wurde. Und zwar geht es darum, dass ich niemanden spoilere. Das heißt, die aktiven Challenges, die geben Punkte. Und die Punkte fließen in euer Hack the Box Konto ein, sozusagen. Und dann sieht man quasi, wie gut ihr seid, okay? Es kann sogar sein, dass man hier unter den Top 25 von einer gewissen Box dann erscheint, je nachdem, wann ich das Video hochlade. So schnell ist wahrscheinlich YouTube nicht, aber sei es drum. Es geht darum, dass ich eben niemandem hier Punkte gebe, weil ich ihm eine Lösung verrate, sondern dass man natürlich auch selbst auf die Lösung von den aktiven Maschinen kommt. Die Retired-Maschinen sind genau aus dem Grund retired. Man kann sie nur machen, wenn sie, oder sie geben quasi keine Punkte mehr. Und deswegen finde ich das eigentlich eine sehr angenehme Sache. So, und jetzt hier natürlich noch die obligatorische Warnung, bevor es losgeht. Ihr dürft diese Sachen, die wir hier machen, also dieses Pen-Testing, dieses eigentlich Hacken, was wir hier machen, dürft ihr nur machen, wenn ihr die absolute Erlaubnis dafür habt. Das heißt, im Falle von Hack the Box, das ist eine Plattform, um genau solche Kenntnisse zu trainieren. Und damit ihr das später machen könnt, wenn ihr IT-Security zum Beispiel im Auftrag ausführt, wie ich das auch ein paar Mal schon gemacht habe, oder wenn ihr angestellt seid und ihr sollt die Sicherheit eines Unternehmensnetzwerkes zum Beispiel untersuchen, dann macht ihr genau das, was wir hier jetzt in Hack the Box zum Beispiel lernen können. Also natürlich abgewandelt, aber ihr versteht den Sinn dahinter. Das heißt, diese Challenges bieten euch die Möglichkeit, euch Wissen anzueignen, was euch später im Beruf hilft. Aber ihr könnt damit natürlich auch Unfug treiben. Und deswegen hier nochmal die große, große Warnung. Bitte treibt keinen Unfug damit, denn Hack the Box ist genau dazu da. Da darf man sowas machen. Aber auf anderen Webseiten, wo ihr keine Erlaubnis habt, auf gar keinen Fall durchführen. Das wäre hochgradig illegal, kann euch ins Gefängnis bringen und natürlich darf man das dann nicht machen. Ja? Das heißt, bitte hier auf jeden Fall auf dem legalen Weg bleiben. Ihr braucht diese Kenntnisse auch, wenn ihr für ein Unternehmen tätig seid. Und deswegen ist es trotzdem so wichtig, diese Fähigkeiten zu erlernen. So, und gemäß der YouTube-Richtlinie ist ja eigentlich auch schon alles gesagt. Wenn man das in dem legalen Rahmen macht, dann ist es auch für YouTube in Ordnung. Und wenn nicht, dann halt nicht. Gut, das war's mit Vorgeplänkel. Schon wieder 4 Minuten, sorry dafür. Und wir hören uns gleich im Video wieder. Also viel Spaß. Okay, wie versprochen, wir starten mit Obscurity und haben hier scheinbar eine Web-Challenge, Python-Challenge, Injection haben wir auch dabei und ein bisschen Krypto. Da habe ich definitiv ein bisschen Lust drauf in letzter Zeit bekommen wieder. Das können wir definitiv machen. So, bei den Statistiken haben wir scheinbar ziemlich CTF-lastig, ein bisschen Enumeration und eher weniger mit CVEs. Relativ viel Custom, das heißt, wir müssen hier vermutlich irgendwas analysieren, was mit Krypto zu tun hat. Und das könnte spannend werden. Okay, gestartet habe ich das Ganze natürlich schon und wir haben hier die IP-Adresse und können eigentlich direkt in Kali reinsteigen. Natürlich bin ich auch schon verbunden, das heißt VPN läuft und ja, wir starten wie immer eigentlich mit einem Portscan. Das heißt, wir machen hier einen sudo nmap und da haben wir immer noch das letzte Mal drin von Mango
Die Ausgabe brauchen wir. Brauchen wir die Ausgabe? Nee, ich glaube nicht. Von Mango, das haben wir letztes Video gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken, aber müsst ihr natürlich nicht hierfür. So. Der Portscan, wie immer mit den Optionen, die wir immer verwenden, sollte uns Aufschluss darüber geben, welche Ports eigentlich offen sind und was die so beherbergen. Und ich glaube, den kann ich mal wieder... da ist er schon. Okay, das ist lang. Das ist unerwartet lang. So, was haben wir? Also, wir haben einmal SSH-Port ist offen, ganz klar. Wir haben einmal Port 80 closed, das heißt, es läuft kein Webserver in dem Fall. Und Port 8080 ist offen, das heißt, wir haben einen Webserver, HTTP Proxy, Bad HTTP Server. Das heißt, er läuft vielleicht auf einem Port, den man sich nicht eventuell so angucken würde. Okay, dann lasst uns mal gucken, was da für eine Webseite drauf ist. Den Rest können wir dann noch machen. CS-Listener, Moment, den muss ich mir noch angucken. Was ist das? TCP closed, CS Listener, Service unrecognized despite returning data. If you know the service version, please submit the following fingerprint add. Okay, also der Fingerprint vom Server ist Port 8080. Ja, Moment, was? PC, Linux, GNU, 64-Bit. Datum steht dabei. Was steht denn hier noch dabei? Closed. Doctype HTML. Also es ist ein ganz normales HTML-Dokument eigentlich. Obscura. Bad HTTP Server. Okay, ja, nee, das ist sogar irgendwas mit WordPress, so wie es scheint. Okay, mal gucken, was dabei rauskommt. Gehen wir einfach mal auf die Webseite. Die IP-Adresse. Port war 80. Ja, mein Numpad ist hier mal aus. Port 8080. Okay, bis hierher soweit Standard, außer dass ich nicht das Protokoll vorne dran geschrieben habe. Ich glaube, wir haben HTTP gehabt, richtig? Wir hatten HTTP, super. Okay, Obscura, Security through Obscurity. Das ist natürlich einer der Grundsätze, die man auf keinen Fall verfolgen sollte. Also das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Sicher ist immer das, was man analysieren kann und danach ist es trotzdem noch sicher. Also nicht Obscurity, sondern eben, ja, nicht Obscurity. Okay, was haben wir hier? Here at Obscura we take bla bla bla. You can't be hacked if attackers don't know what software you're using. Ja, okay. We write all our own software from scratch. Okay, das bedeutet, sie schreiben alles selber, das heißt, sie werden wahrscheinlich auch irgendwo Fehler machen. This means no exploits can possibly exist. Natürlich. Okay. Our software. Custom written web server. Okay. More secure replacement to SSH. Unbreakable encryption. Ja, mit Sicherheit wird das nicht so sein. Aber schauen wir mal kurz, was wir hier finden. Message to server devs. The current source code for the web server is in supersecureserver.py. Das ist also mit Python geschrieben. Sehr gut. In the Secret Development Directory. Secret Development Directory werden wir wahrscheinlich irgendwie finden können. Vielleicht steht hier irgendwo mal ein bisschen was. Okay, wir gehen einfach mal, würde ich sagen, in Source Code. Vielleicht steht hier das Super Secret Development Directory drin. Ich glaube es zwar nicht, aber wir könnten ja Glück haben. Ups, ich sollte nichts markieren, wenn ich das mache. Okay, also hier steht, einfach nur kurz überfliegen, vielleicht steht hier irgendwie so ein Kommentar drin, das sieht man ja sofort, hier zum Beispiel Footer Section ist in grün, da würde man sofort sehen, wenn irgendwo ein Kommentar drin steht, dass unser Super Secret Directory irgendwas anderes wäre, das wäre sogar ein Template gewesen. Nee, okay, das heißt, wir müssen irgendwie rausfinden, wo supersecureserver.py steht. Ich nehme an, dass wir hier trotzdem über den Webserver da dran kommen. Ansonsten wäre ja hier schon wahrscheinlich Sense. The current source code for the web server. Das heißt, das ist wahrscheinlich mit diesem supersecureserver.py geschrieben, nehme ich an. Okay, dann gucken wir uns doch einfach mal ganz kurz an, wo das liegen könnte. Wir nehmen, das brauchen wir. Den Nmap-Scan brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben eigentlich alles verwendet, was wir hier verwenden können. So, jetzt ist die Frage, was habe ich installiert? Ich habe, wie gesagt, diese Kali-Distribution noch gar nicht so häufig verwendet. Ja, WFuzz ist installiert. Okay, WFuzz ist ein Tool, mit dem ihr überprüfen könnt oder quasi einfach einen Teil brute-forcen könnt. Das bedeutet, wir wollen rausfinden, wo supersecureserver.py liegt. Der muss irgendwo hier auf dem Server liegen, ist klar. Also brute-forcen wir einfach mal, was da für ein Verzeichnis dazwischen sein kann. Also sowas wie
http://www.site.com/fuzz/ und dann eben unser Ding. Das ist genau das, was wir hier haben wollen. Alles klar. Okay, das heißt wfuzz -c -z. Dann, was brauchen wir noch alles? Die File. Und zwar, welche File nehmen wir? Jetzt sollten wir mal ganz kurz uns Dolphin, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Wo liegen die denn alle? Nee, Moment, das müsste eigentlich weiter draußen liegen. In User Share müsste das irgendwo sein. Das ist eine Wordlist von wfuzz, glaube ich. wfuzz. Und ja, ich weiß, es würde schneller gehen, wenn ich die Command-Line nutzen würde, wenn ich dann nicht suchen müsste. Hier, wfuzz, da ist es doch. Wordlist. Perfekt. So, was für Wordlist könnten wir nehmen? Injection ist es nicht, Others ist es nicht, Stress und Vulns und Web Services ist es auch nicht. Unter General, was haben wir? Mega Beast, Big. Wir könnten es erstmal mit Common probieren. Ich glaube, damit würden wir recht viel abdecken. Die hat, ich weiß gar nicht, wie viel die tatsächlich hat. Wir können mal kurz gucken, wie viel die hat. WC Common. Hier 951 Einträge. Das sollte eigentlich reichen erstmal, denke ich. Ja, nehmen wir die. Wenn nicht, können wir immer noch eine andere nehmen. User. Ja, User. Hallo. Okay. User, Share. Jetzt muss ich alles in Hand eingeben. wfuzz. Fusus, genau. wfuzz. Wordlist. Und dann common.txt. So, dann, was wollen wir denn brute forcen? Wir wollen das Directory brute forcen. Das heißt, wir sagen hier HC müssen wir vielleicht noch eingeben. Was quasi der Code ist, den wir nicht haben wollen. 404 müsste eigentlich der Code sein, den wir nicht haben wollen. Weil, wenn der Teil nicht gefunden wird, dann existiert die Seite auch nicht. Das ist ja quasi Webseite einfach, ganz normal. Okay, dann haben wir, eigentlich kann ich das hier mal kopieren. So, und was genau wir fassen wollen, das müssen wir hier hinten dran schreiben in Fuzz, also da schreiben wir einfach bloß Fuzz rein. Und dann danach, was wir finden wollen oder finden werden, ist supersecureserver.py. Das kopieren wir uns jetzt und tragen das hier hinten dran ein. So, und damit müssten wir eigentlich, das müsste eigentlich so funktionieren, glaube ich. Error opening file. Warum? No such file or directory. Habe ich mich verschrieben? Ich glaube, ich habe mich verschrieben. Okay, machen wir das nochmal. So. Ich habe General nicht genommen, richtig. Common.txt. Hier oben hat das General gefehlt, also der Ordner General. Das müsste jetzt, ja, perfekt. Okay, das sollte funktionieren. Okay, wir haben einen gefunden. Develop haben wir gefunden. Perfekt. Damit müssten wir es eigentlich sogar schon haben. Schauen wir mal nach, würde ich sagen. Also, das heißt, es müsste Develop heißen. Nee, Moment. Moment, das hieß doch anders. Doch, die Develop slash supersecure server.py. Und da haben wir sie. Perfekt, das ist unser Super Secure Server. Das war gar nicht mal so schwer. So super secret war dieses Develop hier nämlich nicht. Aber gut. Was passiert hier? Das ist definitiv nicht schön. Ich hätte das gerne irgendwie als Python interpretiert. Wir laden das einfach mal runter, würde ich sagen. Und nochmal hier ganz kurz für die Leute, die vielleicht die anderen Videos nicht gesehen haben. Dieses Far Cry 6, lasst euch davon nicht täuschen. Das ist ein Virus, der mir mal zugeschickt wurde per Mail und den ich noch analysieren wollte, aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Aber gut, wir nehmen das hier und schauen uns mal kurz den Code von dem Ding an. So, und hier in Vim kriege ich wenigstens Syntax-Highlighting. Das ist schon mal ganz nett. Okay, also. Naja, Syntax-Highlighting ist okay. Es ist leid, ja, es tut mir leid, aber
Was haben wir hier? Also einmal haben wir HTTP 1.1, Statusnummer, Statuscode, Datum, das brauchen wir nicht. Codes 200, 304, 400, 401, 403, 404, 500. MIMEs, die akzeptiert sind. Bilder. Text. Okay. Class Response. Datetime.now. Request is. Das macht irgendwie immer noch nicht wirklich Sinn. Also ich überfliege gerade nur und schaue, ob irgendwo was Böses gemacht wird. Aber das sieht bisher nicht so aus. Das ist ein Socket, der geschrieben wird. Das Ding funktioniert erstaunlich gut. Listen to Client wäre im Endeffekt einfach nur, wir hören, was der so schickt und schauen, was wir damit machen können. Handle Request wird uns die ganzen Statements. Try, hier ist ein Try, hier, das ist auskommentiert. Try, Print, String, Request Method. From null.format, accept exception. Print, also das macht eigentlich auch nichts, außer ein paar Statements auszuprinten. Das wird uns nicht helfen, weil wir die Statements nicht mal lesen können. So, hier sehen wir self.servdoc. Also wenn wir was nicht finden, dann werden wir auf die 400 weitergeleitet. Statuscode. Hier unten servdoc path. Oh. 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 This is how you do string formatting, right? Das ist sogar noch extra mit einem Kommentar dabei. Output ist gleich Document. Das hier führt euch Code aus. Und das ist quasi einfach so, ey, man kann Code ausführen. Das ist eigentlich eine Remote Code Execution, wenn man es genau nimmt. Weil wir müssten eigentlich auch, Moment. Info ist was? Was ist Info? Was ist Info? Info? Hä? Ich finde es leider nicht. Was Hölle ist das? Ach Gott, direkt oben drüber. Ich bin ein bisschen boosted. Dann haben wir Path und den packen wir da einfach rein. Das heißt, Output ist gleich Document und da rein wird der Path formatiert. Das heißt, wir können jeden beliebigen Path da reinschreiben. Das heißt, wir können quasi über den Path eigentlich eine Remote Code Execution machen, wenn ich das richtig sehe. Denn wir haben hier Path ist gleich url.path.unquote. Unquote könnte uns ein Problem bereiten. Wobei, nee, wird es nicht. Da wird einfach das da reingeschrieben und dann wird einfach der Path da reingeschrieben und der Path landet dann hier und der Path wird ausgeführt. Das machen wir. Okay, darüber müssten wir irgendwas erreichen können. Sehr gut. Das heißt jetzt, wie kriegen wir das dahin? Wenn wir das über den Browser einfügen, müsste es auch eigentlich funktionieren, oder? Lass mich mal was probieren. Wenn wir über den... Achso, ja, ich bin ja hier im Browser. Ups. Wenn wir über den Browser... Ja gut, wir werden keinen etc Shadow ausführen dürfen. Wisst ihr was? Wir machen das einfach direkt. Okay, Python Reverse Shell. Müsste hier irgendwo gab es so einen One-Liner, den man hier reinkopieren könnte, weil wir müssen ja alles in die URL reinkriegen, damit wir das machen können. Reverse Shell Cheat Sheet, Pentest Monkey, genau der war das. Bash Python hier. So. Das ist eigentlich ein One-Liner, wenn ich das richtig sehe. Wir brauchen eigentlich nicht mal den Python. Unquote müsste auch. Ich hoffe mal, dass Python 2.7 kein Problem wird, aber das sollte sogar. Probieren wir es doch einfach mal aus. Wir machen das jetzt hier und gehen einfach hier und fügen einfach diesen Code hier ein. Und das hat nicht funktioniert. Okay, an was lag das? Jetzt wird es unübersichtlich, ne? Oder mal hier. Ach, das ist Win. Ich will kein Win.
Was wir nehmen einfach hier gedit. So. Na komm, mach's auf. Okay, also das ist jetzt mein One-Liner. Den kann ich aber so nicht in meine URL reinbringen, weil der natürlich von der URL nicht gelesen wird. Das hier kann ich eigentlich wegmachen. Habe ich noch irgendwo Leerzeichen drin? Das ist kein Leerzeichen. Das kann ich wegmachen. Kein Leerzeichen, kein Leerzeichen. Das Import Socket könnte ich doch eigentlich auch rauslassen. Mal gucken. Vielleicht müssen wir auch vorne dran das hier beenden. Das ersetzt, also das ist ja quasi HTML-Encoding für einfach ein Leerzeichen. Dann müsste es eigentlich auch so gehen. Und dann packen wir das einfach nochmal hinten dran. So, jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz das an. Das war nicht, was ich geplant hatte. So, http // so. Verdammt nochmal. Okay, machen wir es andersrum. Kopieren uns das hier und machen das zu einer URL. So, das dann nehme ich hier bitte http // dann 10. Achso, ja, hier fehlt der Slash. Das ist es. So. 10.129.140 ist die IP. 8080 ist der Port, dann ein Slash und dann der Code hinten dran. Okay, probieren wir das nochmal. Das sieht irgendwie so aus, als würde es funktionieren, oder? Es lädt ewig, das heißt, unser im Zweifelsfall unser Netcat-Socket wird hinten dran einfach laufen, beziehungsweise unser einfach selbst geschriebener Socket. Das ist nice. Okay, das heißt, wir können da uns jetzt theoretisch drauf verbinden, wenn wir hier einfach Netcat starten. Wenn ich das richtig sehe, Netcat minus LVP. Welcher Port? Ich habe das Ding nicht selber geschrieben, ich habe keine Ahnung, welcher Port. Moment. 1, 2, 3, 4. Okay, probieren wir das mal. 1, 2, 3, 4. Shit, die IP wird nicht stimmen, ne? Die IP stimmt nicht. Was ist denn meine IP im Netzwerk? So. 10, 10, 14, 2. Kann ja nicht funktionieren, wenn ich die falsche IP hier verwende. Okay, dann 10, 10, 14, 2. So, jetzt aber. Okay, Server läuft, ne? Server läuft. Und los geht's. Es hat funktioniert, oder? Warte mal. Ha, wir sind drin. Okay, sehr geil. Jetzt darf ich das auch endlich mal sagen. Ha, wir sind drin. Nur, dass ich das nicht nach 2 Sekunden sage wie in Film, sondern nach ungefähr 1 Milliarde Jahren. Nein, 20 Minuten ungefähr. Gut. Dann können wir vielleicht schon was machen. Wer sind wir denn? Was haben wir denn für Rechte? Who am I? www.data. Das ist schlecht, weil www.data ist der Webserver und der Webserver wird wahrscheinlich keine Berechtigung haben. Wir gucken mal, was wir im Home finden. Ups, ach ja. Connection turned on. Na toll. Okay. Machen wir das nochmal. Ja, also gehen wir in Home. Gucken wir mal, was wir da. Robert. Gucken wir mal, was Robert für Dateien hat. Hier ist auf jeden Fall die User-Flag. Ich nehme nicht an, dass ich die lesen darf. Na, natürlich. Okay, hier ist Beta SSH drin. Ah, das ist dieser selbstgeschriebene SSH-Server, den sie auf der Webseite erwähnt hatten. Dann haben wir hier check.txt, out.txt, Password Reminder. Password Reminder ist immer gut. Vielleicht komme ich dann über SSH rein. Password Reminder.txt. Das wird nicht der Password Reminder sein, also nicht der echte. Okay. Dann haben wir super secure crypt.py. Ah, okay, das ist nochmal. Ah, hier kommt jetzt dieses Krypto-Rätsel, was sie geschrieben haben. Gucken wir uns doch mal an, was in super secure
securecrypt.py drin steht an. Na komm. Also wir haben import sys, import argparse, def encrypt. Encrypt. Okay, also das ist jetzt, wie es verschlüsselt wird. Keylen ist gleich len von key. Keypos ist gleich 0, encrypted ist gleich leer. Key CHR ist gleich key von keypos. New Character ist gleich ort von x. Also quasi wird in eine Zahl umgewandelt. Also der Buchstabe wird... Was ist x? Achso, x ist der Text, der verschlüsselt wird. Wird in eine Zahl umgewandelt und dann wandeln wir das Ganze wieder in Buchstaben um. Und zwar mit dem New Character, also dieser Zahl hier, plus Ort von Key Modulo 255. Das heißt, was wir machen, ist im Endeffekt, wir addieren einfach den Schlüssel drauf und rechnen Modulo 255. Das müsste sich umkehren lassen. Wir können auch decrypten. Moment. Wir können decrypten, ohne dass wir... Müssen wir irgendwie ein Passwort oder sowas eingeben? Keylen, also das ist im Endeffekt genau dasselbe. Hier haben wir einmal Plus und einmal Minus. Das heißt, die beiden sind halt einfach... Ja gut, wer den Key hat, der kann natürlich encrypten oder decrypten, ist klar. Aber Moment. Wenn wir... Okay, Moment. Jetzt muss ich die Gleichung aufstellen. Ich bin unter Windows, nicht wundern. Ich suche mal hier gerade was. Paint. So. Wenn wir einen Key K haben, der plus, also das ist ja quasi das, was wir gerechnet haben, plus der Nachricht M ist gleich unser Ciphertext C. Dann können wir das Ganze einfach umdrehen, das ist klar. Wir können hier einfach sagen, C minus K ist gleich M. Das ist die Decrypt-Variante hier. Aber wir können genauso gut sagen, K ist gleich C minus M. Das heißt, wenn wir den Ciphertext haben, den wir ja haben, weil in Password Reminder steht sowas komisches, kryptisches drin. Ich nehme an, dass der Password Reminder verschlüsselt ist. Und wir haben den Klartext, also quasi die Nachricht M. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die Nachricht M irgendwo herkriegen. Wir hatten noch zwei andere Dateien, oder? Wir hatten noch check.txt und out.txt. Das heißt, vielleicht ist das hier check. Sorry für die hässliche Handschrift. Und das hier ist out. Ich versuche mit der Maus zu schreiben. Okay, also wenn wir out und check haben, also das ist jetzt nur eine Vermutung, vielleicht funktioniert das so, weil wir hatten noch zwei andere Dateien, das ist noch in meinem Hirn zumindest drin, ich glaube, die hießen so, dann müssten wir den Schlüssel wieder zurückrechnen können. Und wenn wir den Schlüssel zurückrechnen, können wir das Passwort, die Passworthilfe zurückrechnen. So müssen wir nur kurz gucken, wie wir das Ding aufrufen können. Parser.add-argument-i macht mir eine Datei rein, -o macht eine out-File rein, -k macht einen Key rein, okay. Parser.add-argument, Action Store, Help Decrypt Mode. Und dann haben wir hier unten nichts mehr. Ah doch, es geht noch weiter. Das Banner. Und ein paar Debug-Ausgaben. Okay, das heißt, gucken wir nochmal ganz kurz nach. Was haben wir denn hier? Wir haben check.txt, das will ich mir mal angucken. Check.txt. Encrypting this file with your key should result in out.txt. Okay, sie sagen uns sogar noch, da müssen wir nicht mal wirklich nachdenken. Jetzt ist es keine Vermutung mehr. Wir haben auch out.txt, damit haben wir einmal das normale Passwort, einmal das gecypherte und können daraus im Zweifelsfall, so wie ich es gesagt habe, wieder den Key errechnen. Jetzt, wo ist mein Paint? Wir müssen das gecypherte minus der Message rechnen, also out minus check im Zweifelsfall. Dann gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Also, super secure crypt.py minus, so, was war der Parser? Was hat mir der hier gesagt? Minus i ist die Input-File, -o ist die Output-File, -k ist der Key. Also -i wäre out.txt, -o Output wäre outref.txt oder reverse oder sowas, keine Ahnung, wie ihr wollt. Und dann sollten wir -key bekommen,
mit dem Key aus check.txt. Brauchen wir noch was? Super Secure Crypt. Achso, ja. Ach, shit. Okay, dann muss ich natürlich. Ich muss das natürlich als Python-File ausführen, ist ja klar. Python not found. Ich habe kein Python? Ah, Python 3 geht. Ach shit, ich hab's kaputt gemacht. Ich hab's kaputt gemacht. Achso, jetzt muss ich noch wieder ins richtige Verzeichnis navigieren. Naja, gut, passiert. Okay, also wir gehen in Home/Robert, haben dort das hier und können das hier. Oh nein. Und können das hier mit Python 3 ausführen. So. Permission denied. Outref.txt. Ich darf nicht schreiben. Klar, ich habe keine Schreibrechte. Dann verschieben wir mal alles in Temp. Hä? Ach ja, klar. Ich darf nur kopieren. Kopieren alles in Temp rein. User.txt darf ich nicht kopieren, ist okay. Und Beta SSH ist sowieso ein Verzeichnis, das will ich auch gar nicht. Der Rest ist mir allerdings wichtig. Systemd Private, was zur Hölle ist das denn? VMware Root. Okay, das brauchen wir nicht. Also zumindest brauchen wir es jetzt noch nicht, vielleicht brauchen wir es nachher. Okay, also dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Python 3 und führen das mal aus. So, okay. Also jetzt haben wir die outref geschrieben. Cut outref.txt. Ja, das sieht nicht so aus, als hätte es funktioniert. Das ist schade. Gucken wir uns nochmal ganz kurz bitte die... Hallo? Ja. Gucken wir uns nochmal ganz kurz out.txt an. Ah, vielleicht ist es... Vielleicht kann ich den Key nicht als Datei eingeben. Und er hat jetzt gerade versucht, hier dieses check.txt als Key einzugeben. Gucken wir uns mal ganz kurz hier an. Und zwar with open args.k. Ja, der versucht es nicht als Datei zu öffnen, sondern einfach nur als... Okay. Einfach nur als ganz normal... dann brauche ich natürlich das in meinem Zwischenspeicher. Check.txt. So, dann... Achso, ja, das geht ja nicht. So, und jetzt müssen wir das hier kopieren und das hier reinmachen. Ups. Hier reinmachen. So. So, jetzt aber. outref.txt. Verdammt! Tomele. Nee, das wird es nicht sein. Was habe ich falsch gemacht? Also erstmal, das ist das Statement, was ich hier immer angeben muss. Das ist schon richtig. Oh! Moment. Wir haben Checkout. Wir müssen Minus rechnen. Wir haben das Minus vergessen. Wir haben gerade encrypted und nicht decrypted. Oder ich habe encrypted und nicht decrypted. Wie kann ich decrypten? Hier, Decrypt Mode. Das ist es, minus D. Okay, das heißt, ich muss das hier machen. Minus D. outref.txt. Das sieht richtig aus. Alexandrovic. Das sind ganz viele Alexandrovics. Und der Key wird ja reused. Das haben wir ja vorhin gesehen beim Code. Oder? Also normalerweise wird ja bei sowas einfach reused. Quasi wenn wir
Hier, genau. Key-Position ist gleich Key-Position modulo Keylen. Das heißt, der eigentliche Key ist Alexandrovic. Das ist unser Schlüssel. So, also das ist unser K. Okay, perfekt. Das heißt, wir machen einfach mal $Key gleich. Ja, Gott, was mache ich? Ich nutze Bash tatsächlich nicht so häufig, wie ich das gerne möchte, aber... Hallo? Hallo? Jetzt. Key gleich. So. Ja. Ach, Mann. So, Alexandrovic not found. Okay, perfekt. Gut. Damit ich es nicht wieder vergesse oder damit ich es jederzeit abrufen kann. Okay. Jetzt können wir doch theoretisch... Ja, was wollten wir eigentlich machen? Richtig, den Passwort-Reminder wollten wir decrypten. Das heißt, wir können jetzt unseren super secure bla 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 -i Password. Wisst ihr was, das kopiere ich mir auch. Password-Reminder.txt -o Reminder.txt und der Key ist Alexandrovic. So, und jetzt wird es spannend. Das ist mein Passwort-Reminder? Ach, ich habe wieder nicht decrypted. Mann. -d. Sec through ops ftw. Das sieht richtig aus. Das sieht nach einem Passwort aus, was für diese Box passen würde. Ich würde sagen, das könnte es sein. Jetzt ist die Frage, für was ist das Ding das Passwort? Das müssen wir wohl ausprobieren. Ich probiere mal was. Ja, das war der falsche. Robert hieß der Account, ne? Ja. Okay. Das wird nicht funktionieren. Probieren wir es aber mal aus, wenn wir uns jetzt per SSH da reintunneln. Und zwar Robert at... Shit, ich habe die IP-Adresse nicht mehr. Robert at dem da. Ja, mach mal. Ups. Ich sollte mich nicht vertippen. Roberts Passwort müsste sec through ops sein. Und wir haben uns eingeloggt. Das ist doch mal was. Perfekt. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, auf jeden Fall hier die user.txt Flag auszulesen. Sehr schön. Damit haben wir den ersten Teil und haben auch die User Flag und sind jetzt als Robert eingeloggt in Obscure, also in der Box drin. Ich submitte die jetzt schon mal. Dann haben wir die, weil dann muss ich sie mir nicht mehr merken. So, wo ging das? Ich bin immer noch ein bisschen neu mit dem Ganzen hier. Das war auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller. Ich würde sagen, es hat so eine solide 3 verdient, würde ich sagen. Ja, easy war es auch nicht gerade. Not too easy ist super. Ja, das passt. Cool, hat Spaß gemacht. Aber wir müssen ja noch die System Flag holen. Mal gucken. Da bin ich auch nicht so ganz fit. Also Python und Krypto ist halt geil für mich, weil ich beides gerne mache. Aber jetzt müssen wir erst mal rausfinden, wo die Root Flag liegt. Die wird wahrscheinlich wieder mal in Root liegen und da habe ich keine Rechte zu. Man kann ja mal probieren, oder? Also ich meine, es hätte ja sein können, dass ich die Rechte habe. Okay, welche Rechte habe ich denn? Darf ich? Ja, okay. Sudo Passwort für Robert habe ich keins. This incident will be reported. Ist ja schon okay. Man kann es ja mal probieren. Was haben wir denn noch? Wir könnten mal ausprobieren. Oder vielleicht... Jemand hat mich von euch auf eine Idee gebracht letztes Mal. Und zwar, ich soll mal mit sudo-l einfach probieren, welche Dateien man ausführen darf. Das ist jetzt nicht euer Ernst, das funktioniert halt wirklich. Matching Entries for Robert on. Also welche Sachen ich quasi ausführen darf, wäre Python 3
betterssh.py. Das ist ein guter Tipp gewesen, vielen Dank dafür. Denn ich darf mit Python betterssh.py ausführen. Ich will mir jetzt erstmal ausgeben lassen, was das Ding überhaupt ist. betterssh.py. Die habe ich nämlich völlig vergessen schon wieder. So, import sys, import random, import string, os time crypt, traceback subprocess, join random choices. Was? 8 zufällige Buchstaben ergeben unseren Pfad. Oh, okay. Aha, was wollen wir damit dann machen? Session ist gleich User. Authenticated 0, also wir sind nicht authentifiziert. Session von User ist gleich Input von Enter Username. Robert natürlich, Passwort haben wir nicht. Das ist das Problem, also wir können quasi nicht incrementen. With Open etc. Shadow. Was? Das öffnet etc. Shadow. Zum Lesen. Wir lesen. Data ist gleich p.split Doppelpunkt. Also wir. Okay. Also wir lesen quasi die Shadow-Datei ein. For p in Data. Passwords. .appendx. Password File join. Also es wird quasi in diese Passwortdatei reingeschrieben, die wir noch. Moment, Password File? Die wir noch nicht haben. Also das ist einfach nur ein String aktuell einfach. With open. Hier kommt dieser Path zum Tragen. Temp ssh path write as f. f.write password file. Time.sleep 0,01. 0,1. Warum sleept man da? Okay. Solve real pass for p in passwords if p von gleich Session von User. Dann werden wir eingeloggt. If salt gleich leer, dann wird das wieder removed. Sys.exit 0. Warum schreibt das hier in SSH, also in Temp vor allem? In Temp habe sogar ich als Robert oder sogar ich als var www, also als User des Webservices, hatte dort Schreib- und Leserechte. Crypt.crypt Password salt if hash gleich real pass. Das heißt, er verknüpft oder er überprüft quasi, ob das Passwort richtig ist und falls ja, dann sind wir authentifiziert. Vielleicht können wir das irgendwie kaputt machen. Es schreibt, vielleicht ist deswegen hier eine 0,1 Sekunden lange Pause drin, damit man die Chance hat, es zu löschen. Das wäre interessant oder sowas. Also, damit man es quasi abbrechen kann. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wir dürfen ja Python 3 Home, Robert natürlich. Enter Passwort wissen wir nicht. Permission denied etc shadow. Achso, ja klar, wir dürfen es mit sudo ausführen. So, immer noch der Robert. Password ASDF. No such file or directory. File not found error. Achso, wir schreiben an den Pfad, ja natürlich. Das heißt, wir erstellen uns das Verzeichnis temp ssh und probieren das dann nochmal. Robert und Passwort ASDF. Incorrect Pass. So, jetzt gehen wir mal in temp ssh. Ups. Schauen wir mal, was hier ist. Nichts. Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Und dann machen wir hier den Robert rein und dann machen wir das Passwort ASDF und dann brechen wir direkt ab. Shit, ich war zu langsam. Okay, nochmal. Robert. Verdammt nochmal, ich bin echt zu langsam, oder? Ja, ich bin zu langsam. Vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit. Was, wenn wir... hallo? Können wir das Ding editieren?
glaube, wir können. Dann machen wir doch hier mal einfach einen Time.Sleep ein bisschen größer. Oder wir löschen einfach diese eine Zeile hier. Wie wär's? Warum ist der Salt eigentlich leer? For P in Passwords. If P von 0 gleich Session von User. Salt, real pass P von 1.split $. Wenn der Salt leer... Moment, der Salt ist... Ah, verdammt. Okay, ich darf nicht schreiben. Okay, wäre zu einfach gewesen. Ja gut, dann müssen wir das anders regeln. Wie können wir es abbrechen? Wie machen wir das? Lass mich nochmal kurz hier cutten. Also. Wir wollen, dass es hier, bevor es die Datei entfernt, damit wir drauf zugreifen. Können wir eigentlich auch so drauf zugreifen? Das hätte ich vielleicht mal vorher probieren können. Ups. Ja, okay, gut. Also wir machen diese Sache hier gerade nicht umsonst. Das ist gut. os.remove temp ssh path. So. Wie kriegen wir das raus? Also wenn der Salt nur leer ist. Das wird nur gemacht, wenn der Salt leer ist. Das heißt, wenn ein Passwort gefunden wird, dann wird es nicht gemacht. Ja gut, das kriegen wir aber nicht hin, weil wir das Passwort nicht kennen. Kriegen wir irgendwie einen Fehler hier rein? Session von User. Kriegen wir diese Session von User irgendwie broken? P von 0. Kriegen wir das irgendwie auf True? Können wir hier Code injecten oder so? Session von User ist einfach der User tatsächlich. Das heißt, wenn wir hier vielleicht können wir hier den Code so weit injecten, dass hier einfach ein True reinkommt und dann ist nämlich der Salt nicht mehr falsch. Achso, nee, Moment mal. Wenn es jetzt das ganz normale User-Passwort ist, dann muss ich aber ein bisschen lachen. Also Robert und wir haben doch ein Benutzerpasswort. Shit, aber ich habe es nicht gespeichert, oder? Oh je, das ist ganz weit oben. Wo ist es? Hier, das da. Das muss ich mir irgendwo zwischenspeichern, sonst ist das weg und zwar schneller, als ich gucken kann. So. Probieren wir es doch mal damit. Na, komm jetzt. Irgendwie mag mich KDE nicht. Okay. Ihr habt nichts gesehen. Wer bin ich denn jetzt? Who am I? Output Robert. Okay, gut. Das heißt aber trotzdem, dass ich immer noch nur der Robert bin. Habe ich Rechte? Nein. Oh, boah, das ist aber echt nicht so geil. Aber jetzt müsste doch hier die Datei drin... Ach nee, die ist nicht drin. Ups. Das. Oh Mann, was ist denn das für eine Shell? Uff. Hä, da ist nichts drin? Warum ist da nichts drin? Aber Moment, wir haben jetzt eine Session als User. Also das heißt, das Speichern hier ist völlig egal eigentlich. Wir sind jetzt hier quasi eingeloggt in dieser komischen Session von... Das ändert halt alles. Also, einmal sind wir hier Session, Robert Authenticated ist 1. Das heißt, wir haben hier eine komplett andere Situation. Wir müssen, das haben wir gemacht. Wo ist die Schleife? If Session hier unten. If Session Authenticated gleich 1, while True Command ist gleich Input Session plus add obscure $.
Command sudo -u session user command.extend command split layer subprocess popen. Hä? Das heißt, es ist erlaubt, jetzt quasi alles als sudo zu machen? Moment, das wird jetzt... Was? Wenn alles als sudo gemacht wird, dann müsste... sudo root command not found. -u root vielleicht? Oh mein Gott, das geht halt wirklich, ne? -u root, who am I? Root! Okay, das heißt, ich kann jetzt jedes Command mit root ausführen, wenn ich -u root vorne dran setze. Ja, kann ich. Jetzt könnten wir hier noch theoretisch den Account knacken. Brauchen wir aber eigentlich nicht mal, weil wir sind ja sowieso schon quasi root, also -u root. Dann cutten wir uns einfach die Challenge in root/root.txt und dann müssten wir es eigentlich haben. Also wir können jetzt natürlich hier noch den Account cracken, aber why? Damit müssten wir es eigentlich haben. Gucken wir nochmal hier rein und submitten das Ganze. Und die war seltsam, muss ich sagen. Die war ein bisschen komisch. Weil wir irgendwie alles so custom für uns hingelegt hatten. Das war sogar mit Ton, das ist aber nett. Ich habe Punkte bekommen. Okay. Raid Matrix. Real Life würde ich eher so nur eine 1 geben, weil das ist sehr, sehr wenig. CVEs waren es quasi gar keine. Enumeration war schon groß. Ja, so müsste es ungefähr passen. Würde ich zumindest behaupten. Ihr dürft mir gerne mal schreiben, was ihr so meint zu der ganzen Challenge. Und die Zeit ist die richtig. Aber gut, das war's von meiner Seite schon wieder. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.